Das ganze Projekt ist ja wirklich so als großer, offener Forschungsprozess angelegt. Wir wissen wirklich nicht genau, also kommen wir überhaupt an und was wird unterwegs alles passieren. Im Prinzip, sag ich mal, wenn man sich jetzt hier umguckt, das sind alles Leute aus meinem Dorf, ne? Also viele schöne Menschen. Citizenship is a way of letting things happen. I'm Jan van Ness. I'm from the Netherlands born, and in the citizenship I'm the curator, together with ZGO guys, for the community program on the boat. That means that I have been in contact with all the artists that are on the boat, helped to decide them, and with all the communities along the boat, and made the program for the boat together with them. Der Jan hat mich angerufen, hat mir dann eben erzählt, wer er ist und was sie vorhaben. Und dann fand ich das Projekt halt so verrückt, dass ich gesagt habe, na klar, da unterstütze ich euch, da mache ich mit. Over the last months, in the weekends mainly, I cycled the whole route. I met what we call the ambassadors, so that could be some official people like a burgomaster or someone who worked for the city, but also very often there was someone who was doing the local art verein. Wir nutzen hier Radios, so als dezentrales Soundsystem sozusagen. Jeder kann sich so ein Radio nehmen und dann zuhören. Man kommt hier an einen Ort, wo man niemanden kennt und dann, keine Ahnung, was die hier für Musik hören. Ich kann jetzt einfach nur so was spielen, was mehr so ein Hit ist, dass ich dann denke, das könnte dann vielleicht was sein. Wir wollen uns ganz, ganz herzlich bedanken bei euch für die leckeren Würstchen, Bier und Brause. Großartig. Ein Applaus an alle aus Hohenwarte und die dazugekommen sind. Ich finde es halt schon interessant, dass jemand sich hinstellt und ein Dach umbaut zu einem Boot und dann halt dass diese Entwicklung, also daraus ein Boot zu machen, daraus die Idee zu entwickeln, damit nach Kassel zu fahren und halt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Dankeschön. Jetzt kann man das natürlich verrückt finden, man kann die Musik komisch finden, aber es ist halt einfach, es sind Leute, die was machen und das wird dann über die Strecke natürlich eben wirklich interessant und lustig und hier sind heute alle Leute begeistert und freuen sich und das ist doch schön. It's not only organizing 40, actually 50 events. If you take the days we are staying in the same village, we still have to meet people. But it's also that it's every day at a different place. With different people on board. So production-wise, it's a really big challenge. Es war total süß. Also es war so, es gab ein Künstlerkollektiv, Art Ashram, die über ein halbes Jahr mit einer Schulklasse in Hannover gearbeitet hat und mit denen so Wasserwesen gebaut haben aus so verschiedenen gefundenen Materialien. Und die hatten also einen riesen Aufwand, ein halbes Jahr betrieben. Wir waren ja ohnehin schon 4 Tage zu spät. Und dann haben wir uns halt so zusammen telefoniert, also während der Fahrt und irgendwie den Standort geteilt und geguckt. Und irgendwie haben die es dann noch spontan hinbekommen, an einer bestimmten Stelle zu sein mit all den Schülern und all ihren Fabel-Wasserwesen, die sie gebaut hatten über dieses halbe Jahr, um uns dann diese für die Fahrt zu übergeben, damit wir die dann auf die Dokumenta bringen. Und dann haben wir halt so ein Übergaberitual gemacht. Die haben uns erklärt, was für Fabelwesen das sind. Und das waren irgendwie Shisha-rauchende Kraken, unglaublich fantasievolle Unterwasserwesen, zusammengebastelt aus so Schrottmaterial. Das war wahnsinnig
süß und berührend tatsächlich, was die sich so überlegt hatten, was wir so an Begleitung auf der Fahrt haben sollten. Wir haben von dem Citizen-Schiff gehört und dass es dann ja so ein umgedrehter Dachstuhl ist und dass wir uns Möbelstücke aussuchen sollen und die zu Wasser bringen, die dann mit dem Citizen-Schiff hier den Kanal langfahren. Also wir sollten halt Pontons irgendwie bauen, damit die Möbel schwimmen können, aber die sollten möglichst nicht zu sehen sein. Ich habe das auch so aufgenommen, als wenn man dann so ein Teil des großen Ganzen ist und jeder so sein eigenes Möbelstück hat und sich ja, damit da hinten ranhängt, genau. Und wir haben halt auch Antriebe versucht zu bauen. Also eins hat sehr gut funktioniert, das Schaufelrad. Der Schaufelrad ist das so alleine gefahren? Ja, genau. Okay, nice. Ja, das war schon ziemlich cool. Und sonst war es halt mit Paddeln, die wir dann irgendwie aus Mülltonnen gebastelt haben. Ja, auch sehr cool. Grundsätzlich waren halt irgendwie alle Sachen so vom IHK, das war alles Zeug, das da so rumlag. Oder irgendwie Secondhand, irgendwelche Möbel, die wir besorgt haben. Genau, also auch Upcycling-mäßig. Wenn es auf dem Trockenen funktioniert, dann heißt es nicht, dass es im Wasser funktioniert. Und mit den ganzen Strömungen, das war echt eine Herausforderung. Aber es ist eben auch irgendwie auch eine Zukunftsfrage, weil so klimakrisenmäßig die Meeresspiegel steigen, es gibt immer weniger Landfläche zur Verfügung. Also müssen wir irgendwann wohl oder übel aufs Wasser ausweichen. Dieser schwerfällige Kahn, den man mit sehr viel Aufwand bewegt, ist eine sehr gute Kulisse, um unterschiedlichste Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Und die Kunstprojekte dazu und die Dinge, die die lokalen Akteure noch mit einbringen, vom kleinen Straßenfest am Rande bis hin zu irgendwelchen Aktionen mit Treideln oder Booten, die uns ziehen. Das dient immer dazu, dass man einfach neue Kontakte und so quer über die bisherigen Erfahrungswelten hinaus miteinander arbeitet, kooperiert und gemeinsam was Neues dazulernt oder neue Erfahrungsräume aufmacht.